Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Pixon der JPX Jet Protector und der JPX Jet Protector Gen 2. Wir sind eingeladen worden von der Firma Etzel, von Pierre. Pierre, grüß dich. Hallo, danke für die Einladung. Wir sind heute hier und haben uns gedacht, wir wollen euch mal von Pixon die Geräte vorstellen. Pixon aus der Schweiz fertigt Pfefferabwehrgeräte, Selbstverteidigungsgeräte für Behörden, für den Zivilmarkt. Wirklich gute Geräte, sind auch schon lange am Markt. Also gerade der JPX Jet Protector, die Urgeneration, die hier auch liegt, den gibt es schon wie lange, weiß ich auch nicht, ne? Etliche Jahre schon. Also uns ist er schon sehr lange bekannt und die haben aber natürlich auch noch weitere Geräte. Wir wollen in eine kleine Serie machen, die wir euch von Zeit zu Zeit immer wieder ausstrahlen, wo wir alle Geräte im Einzelnen vorstellen. Heute geht es nur um den JPX Jet Protector und den Gen 2, also das kleinste und einfachste Gerät, nennen wir es mal so. Im nächsten Teil geht es dann um die JPX 4 und dann haben wir noch den JPX 6 für euch. Also gibt es auf jeden Fall für alle was dabei. Und wir werden euch auch das Ganze im scharfen Schuss, natürlich nicht mit Pfeffer, sondern nur mit den Markierungspatronen zeigen. Aber es wird auf jeden Fall, denke ich, spannend. Pierre, magst du vielleicht kurz was über deine Firma, über die Firma Etzel erzählen und warum ihr JPX bzw. Pixon hier vertreibt? Gerne. Ja, als Behördenausstatter machen wir nicht nur Bekleidung, sondern alles auch, was der Polizist oder Mitarbeiter vom Ordnungsamt an Ausrüstung braucht. Wir haben schon seit langem die Behörden Pfeffersprays und aus den Behördenbereichen kam vermehrt der Wunsch, dass wir auch den Jet Protector anbieten. Und da haben wir eine Marktanalyse gemacht und sind dann bei Pixon gelandet. Stichwort Pfefferspray und der Pixon. Da muss man natürlich ganz klar sagen, ein Pfefferspray ist natürlich von der Kompaktheit nicht zu schlagen, ne? So klein, kompakt, aber natürlich auch von seiner Nutzbarkeit eingeschränkt. Ja, man hat immer das Risiko, bei einem Pfefferspray sich selbst mit in die Wolke zu setzen. Man ist immer relativ nah am Gegenüber dran und das ist halt der Riesenvorteil, den der Jet Protector bietet, richtig? Definitiv. Wir haben eine große Reichweite auf jeden Fall auch. Genau. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal kurz über die Details gehen. Vor allem mal, denke ich mal, was interessant ist, was viele nicht wissen werden, warum es die Urversion, den Jet Protector und den Gen 2, warum es beide noch nach wie vor gibt, dass wir da vielleicht einmal kurz die Unterschiede erklären. Also fangen wir mal mit dem klassischen Gerät an. Also bei dem Jet Protector JPX, das ist die erste Variante, die es gab. Das ist ein sehr kleines, kompaktes Gerät, hat einen Wechselaufsatz mit 2 Schuss, der einfach zu wechseln ist. Durch die Kompaktheit ist er vor allem bei der privaten Anwendung auch beliebt, weil man gut in der Hosentasche auch verstauen kann. In der Hand rein, ne? Ja. Absolut. Und auch gut für die verdeckte Trageweise. Ja. Optional gibt es ein Lasermodul dran, was mittlerweile auch für die Tierabwehr, die Zivilversion, zugelassen ist. Genau. Das war ein spannendes Thema, da kann ich mich noch erinnern, als die Urversion dann mit dem Laser kam, da gab es großes Geschrei in der Community. Ist es denn jetzt hier legal und überhaupt? Aber es ist legal, weil es fest mit der Waffe, beziehungsweise das ist ja keine Waffe, fest mit dem Abschussgerät verbunden ist. Und weil es keine Waffe hat oder keine Eigenschaften einer Waffe hat, ist das hier in dem Fall auch dann legal nutzbar. Genau, das war die wesentliche Grundlage, dass es nicht als Waffe eingestuft ist und wenn es fest mit dem Gerät verbunden ist, gibt es BKA-Bescheide, die das bestätigen, dass es erlaubt ist, genau. Auch für Private. Ja. So, von der Funktionsweise her habe ich hier ein Magazin quasi mit 2 Schuss. Das ist auch ein Einwegmagazin, das heißt, hier werden keine Patronen eingesetzt, sondern das Ding ist das Magazin mit den Abschussbehältern für 2 Ladungen. Genau. Das wird hier einfach aufgesteckt, vorne aufgeschoben und dann rastet das hier sicher ein. Dann habe ich hier zum Lösen diesen großen Bügel. Damit kann ich es wieder herunternehmen. Und ich habe hier vorne auch nochmal eine Picatinny-Schiene, um hier zum Beispiel auch, wo es legal ist und wo es erlaubt ist, mit Licht- und Lasermodulen nochmal optional arbeiten zu können. Genau. Ansonsten ist das hier eine Laserversion, ne? Ja, ist eine Laserversion. Genau. Hier ist der integrierte Laser drin und hier rüber würde ich ihn einschalten. Das heißt, wenn ich jetzt hier den in der Hand habe, könnte ich jetzt hier mit dem Zeigefinger das nach vorne schieben. Das ist natürlich immer je nachdem, wie man das trainiert. Und die Batterien für den Laser werden hier unten im Griff eingelegt. Übers Griffstück. Und du hast auch noch Kimmicorn. Kimmicorn ist auch noch da. Genau. Ja.
Hervorragend. Und jetzt natürlich noch die Frage, was haben wir hier für eine Leistung zu erwarten? Also beziehungsweise, welche Reichweite kann ich damit abdecken? Wir hatten es vorhin vom Pfefferspray. Reichweite vielleicht, wenn es gut läuft, 1 Meter, 2? Ja, du kannst bestimmt auch, wenn der Wind gut steht, 3, 4 Meter mal treffen. Ja. Hier hast du eine Reichweite von bis zu 7 Metern. Ja. In den 1,5 bis 4,5 Meter hast du auch wirklich eine Energie, die auf den Körper oder auf das Ziel eine Wirkung schon erzielt, ohne den Wirkstoff. Und bis 7 Meter hast du zumindest die Flüssigkeit, die drin ist, also wie beim Spray dann auch. Ihr arbeitet hier viel mit den Behörden zusammen und trainiert das auch mit denen. Ihr bildet es auch aus, also die Handhabung der Geräte. Ja. Und dadurch habt ihr natürlich ein super Feedback, weil der Hersteller sagt natürlich, ja, 7 Meter, aber ihr habt hier eine sehr gute Referenz, wie die Reichweite da passt. Ne? Und das ist eure Erfahrung, dass zwischen 4,5 und 6 Metern, dass man da noch eine sehr gute Wirkung hat. Ja, bis 7 tatsächlich. Bis 7, ja. Also das ist schon beeindruckend, muss man sagen, für so ein kleines Gerät halt vor allem auch. Ja. So, und von dem Wirkstoff her hatten wir es eben auch schon gesagt, es gibt hier einmal einen Trainer, der ist blau, der hat nur Farbe drin zum Abschießen. Den werden wir auch nachher benutzen. Genau. Und dann gibt es noch den Wirkstoff. Magst du kurz was zum Wirkstoff erzählen? Ja, also der Wirkstoff ist, wie man es klassisch bei Pfeffersprays kennt, OC. Die Pixol 400.000 Skurril. Hat sofortige Wirkung und wirkt auch ungefähr so bis 45 Minuten. Okay, ja. Und auch sofort. Also sofort und sehr effektiv, ja. In der Sekunde. Unfreiwillig schon getestet. Ja. Wie war das so? Nicht so cool, oder? Nicht so toll. Ne? Ja, okay. Ja, und wir haben hier verschiedene Farben noch. Das heißt, Orange wäre jetzt im Endeffekt nochmal eine Lösung, wenn ich hier das Ganze nicht unbedingt als Waffe anscheinen lassen will, richtig? Genau. Also wenn ich jetzt hier natürlich einen schwarzen drauf packe, dann sieht das hier schon irgendwo nach einer Pistole aus. Ja? Und das könnte natürlich gerade für den behördlichen Einsatz, auch für den zivilen Einsatz, sinnvoll sein, dass man hier dann die orangene Variante nimmt, weil dann auch ganz klar auch eine Behörde, also wenn ich ihn jetzt zivil nutzen würde und irgendjemand in Schach halten muss, ein Tier in Schach halten muss und die Behörde kommt, die sieht dann natürlich ganz klar, okay, das ist jetzt irgendwie was keine Schusswaffe ist. Bei komplett schwarz könnte das natürlich dann gefährlich werden. Deswegen ganz cool, dass es auch in verschiedenen Farben gibt. Ja, also der Kunde hat letztendlich die Möglichkeit, das Griffstück, die Farbe auszuwählen oder auch den Aufsatz, dann das Magazin. Ja, okay, sehr cool. Ja, noch vielleicht zum Abzug was erzählen. Der Abzug hat wie viel Kilo Gewicht? 8 Kilo. 8 Kilo, das ist schon ordentlich. Also auch das Gerät verfügt ja über keine Sicherung, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das braucht es auch nicht, da der 8 Kilo Abzug nicht versehentlich bricht. Den musst du erstmal. Das musst du erstmal überwinden, ja. Da musst du schon ordentlich drücken, um das hier irgendwie mal zu aktivieren. Und da kommt jetzt auch die Generation 2 ins Spiel, weil wir haben ja gerade vorhin schon gesagt, es gibt ja Generation 1 und Generation 2. Warum wird Generation 1 immer noch verkauft? Normalerweise sagt man ja, wenn eine Gen 2 kommt, ist die Generation 1 überflüssig. Aber da ist der Unterschied tatsächlich nur das Griffstück, korrekt? Im Prinzip schon, das Griffstück ist ein bisschen verlängert. Ja. Es gab auch Griffverlängerungen von anderen Anbietern. Haben wir hier, ne? Allerdings war das immer ein bisschen umstritten von den behördlichen Seiten, ob das so zugelassen ist, weil auch die Optik bei der Beurteilung vom BKA in Betracht gezogen wurde. Hier hat jetzt der Hersteller nachgearbeitet, hat Atigena 3.2 mit ergänzt und es gibt auch einen Feststellungsbescheid, dass die genauso eingestuft wird wie die Generation 1. Ja, okay. Also liegt natürlich deutlich besser in der Hand, muss man ganz klar sagen. Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile, den kann man definitiv besser führen. Also der verschwindet einfach, der passt in die Hosentasche. Da wird man sich wahrscheinlich schon schwer tun, aber der hat natürlich dann hier ein bisschen bessere Griffigkeit und der Abzug ist auch vom Handling her, ja, Abzugsgewicht ist gleich, aber der lässt sich ein bisschen besser handeln für meinen Geschmack jetzt. Ja. Wichtig, Info für alle, man kann hier die Magazine auch von Gen 1 auf Gen 2 benutzen, also man muss jetzt dann nicht unbedingt drauf achten, sondern dann holt man einfach die zweischüssigen Magazine und kann die für beide benutzen. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus und schauen wir mal am eigenen Leib, wie sich das so anfühlt und wie das so ist. Okay. Willst du wirklich ins Gesicht? Ja. Du hast gesagt. Ja, Pierre, wir sind zurück vom Feldversuch. Du siehst, erfolgreich getestet. Beeindruckende Leistung, muss ich sagen. Wir waren 5 Meter weit weg. Wir haben ordentlich Wind gehabt heute und trotzdem kam da was an. Also auch meiner Meinung nach allein schon von der
Schreck- oder Stoppwirkung vom Einschlag. Ja, es tut nicht wirklich weh, also es sind jetzt keine Schmerzen, aber du wirst auf jeden Fall sofort aus dem Konzept gebracht. Du merkst, dass da was passiert, was unter Umständen schon den Angreifer entsprechend stoppen kann, meiner Meinung nach. Ja. Und natürlich bei der Markierungsfarbe, die ja auch in dem scharfen System mit drin ist, angenommen Situation, Demonstration und derjenige verschwindet in der Menge, den erkennst du nachher wieder. Das kriegst du so schnell nicht mehr runter. Ich werde das jetzt wahrscheinlich auch ein paar Tage mit mir rumtragen. Nein, ich habe keine Bank überfallen, ich habe nur Pixon bei Etzel getestet. Ja, fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Der Jet Protector 2 beziehungsweise der Jet Protector in der Urversion und Generation 2 sind perfekt für das verdeckte Tragen, weil sie eben sehr klein und kompakt sind. Zweischüssiges System. Ist nochmal hervorzuheben, das haben wir noch gar nicht gesagt, die Verarbeitung, die ist wirklich Weltklasse. Also da flutscht alles, wie es soll. Das ist jetzt kein billiges Plastik, das ist wirklich tipptopp. Und ich muss auch nochmal ein Lob an euch aussprechen. Euer Team hier, das kennt sich wirklich super aus. Also jede Frage, die wir hatten, wurde uns beantwortet. Ich denke, auch das Schulungsthema ist hier bei Etzel perfekt aufgehoben. Pierre, hast du noch was zu ergänzen? Nee, freut uns, dass ihr da wart, ja. Dass das Produkt gut ankam. Super, ja. Alles super. Cool. Ja, in diesem Sinne, schaut mal bei der Firma Etzel vorbei. Die machen den Vertrieb für Deutschland. Ist unten eingeblendet der Link. Solltet ihr aus einem anderen Land kommen, dann wendet euch bitte direkt an die Firma Pixon in der Schweiz. Da packen wir euch den Link in die Beschreibung. Da könnt ihr gucken. Da gibt es dann auch alle Distributoren aufgelistet für die verschiedenen Länder. Und ich denke, ist auf jeden Fall ein sinnvolles System. Freut euch auf weitere Videos für die Geräte Pixon 4 und Pixon 6. Wird auf jeden Fall nochmal spannend. In diesem Sinne, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sind wir raus. Denkt daran, wie immer, die Glocke zu klicken, ein Like da zu lassen, Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.